Hallo liebe Concorde-Freunde, heute möchte ich euch gerne die Steuerung unserer SAT-Anlage erklären. Um die SAT-Anlage hochzufahren, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal über die Satellitensteuerung, die wir hier fest verbaut haben, oder alternativ über die Fernbedienung des Fernsehers. Wir fangen jetzt mal hier mit der klassischen Variante an. Ihr habt dieses weiße Kästchen, das steuert eure Satellitenanlage, und ihr drückt einfach auf dieses Knöpfchen, wo SAT steht. Einmal draufdrücken. Ihr seht, jetzt steht hier Astra 1. Das ist unser Satellit für die deutschen Kunden. Da sind alle deutschen Sender hinterlegt. Und damit habe ich dann auch gleich eine für Deutschland vorprogrammierte Senderliste in meinem Fernseher. Der Satellit fährt jetzt hoch. Für euch ganz nett zu wissen, wenn ihr irgendwie mal in einem windigen Bereich seid und wollt lieber abends die SAT-Anlage runterfahren, steht am nächsten Morgen noch am gleichen Platz. Wenn ihr die SAT-Anlage dann wieder hochfahrt, wird die Antenne ganz automatisch in die zuletzt gewählte Position gehen, also sucht dann viel kürzer. Zur Erklärung, was ihr hier alles verschalten könnt. Ihr habt hier einen Schalter, da steht Bluetooth drunter. Wenn ihr den drückt, könnt ihr quasi über eine von Teleco vorhandene App die ganze SAT-Anlage steuern. Eine Möglichkeit, Spielerei. Wir halten uns heute mal an die klassischen Varianten. Das zweite, Satellit. Damit haben wir gerade die Anlage hochgefahren. Ich kann hier aber auch meinen Satellit verstellen. Wenn ich dann noch ein zweites Mal drauf drücke, also wir haben Astra 1, drücken nochmal, dann kommt der nächste Satellit, das ist der Hotbird, und so geht es weiter. Das sind verschiedene Satelliten, 15 bis 18 Stück hinterlegt. Das sind für unsere vielen ausländischen Kunden wichtig, die eben ihre ausländischen Programme auf anderen Satelliten liegen haben. Für euch wichtig, falls ihr euch mal verdrückt habt, habt aus Versehen zweimal gedrückt, ihr müsst dann einfach durch alle Satelliten durchgehen, bis ihr wieder bei 1 angelangt seid und habt wieder den Satellit für das deutsche Fernsehen. Das dritte, Park, ist ganz simpel. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, passiert Folgendes: Meine SAT-Anlage fährt wieder ein. Ihr seht es auch immer schön, dieser Pfeil für die Antenne geht nach unten, dass ich sicher sein kann, die Anlage fährt ein. Meine Empfehlung, schaut trotzdem immer mal, ist sie auch wirklich eingefahren. Wir haben natürlich auch noch eine Sicherheit im Fahrzeug eingebaut. Wenn der Motor startet, fährt die Satellitenanlage auch automatisch rein. Aber auch da, Vorsicht ist immer besser, auch kontrollieren, dass das Ganze auch passiert. Wenn ihr jetzt einen Centurion habt, müsst ihr natürlich erstmal die SAT-Anlage im Hauptdisplay einschalten, wie ihr das schon kennt. Jetzt geht ja hier oben meine Satellitensteuerung an. Das ist im Grunde genommen das gleiche wie das weiße Kästchen, einfach als Fernmodul nach außen gelegt. Bauen wir zum Teil auch in anderen Fahrzeugen oder haben das in der Vergangenheit in anderen Modellen auch eingebaut. Ihr habt hier einen SAT- und einen Park-Button. Einfach auf den Satelliten drücken und jetzt fährt die Satellitenanlage hoch. Die Satellitenanlage fährt auf Astra 1, das ist ja die Grundeinstellung. Und der zweite Button, den wir haben, ist eben die Parkposition. Damit fahre ich die Satellitenanlage wieder runter. Wir können die SAT-Anlage auch über die Fernbedienung des Teleco-Fernsehers hochfahren. Dazu müssen wir aber erstmal den Fernseher einschalten. Wir müssen natürlich den Hauptschalter am Fernseher anmachen und wenn der Fernseher dann in Standby ist, auf den roten Knopf der Fernbedienung und den Fernseher einschalten. Es dauert immer alles ein kleines Momentchen, das ist normal heutzutage. Überall sind Computerchips drin und es fährt wie ein kleiner Computer hoch, also immer etwas Geduld haben. Der Fernseher ist an. Ihr seht einen blauen Bildschirm, auf dem steht kein Signal, weil meine SAT-Anlage noch nicht hochgefahren ist. Ich drücke auf das gelbe Knöpfchen auf meiner Fernbedienung. Jetzt steht da Antenna on, Antenna auf Italienisch. Teleco ist ein italienischer Hersteller und meine SAT-Anlage fährt hoch. Der Festakt pandemiebedingt im Kleinen. Ich habe den Fernseher mal auf lautlos gestellt, damit ihr mich besser verstehen könnt. Ihr seht jetzt hier das ZDF laufen. Wenn die Fahrzeuge bei uns aus der Produktion rollen, sind sie immer für den deutschen Fernsehempfang eingestellt. Die Teleco-Fernseher haben für viele verschiedene Länder eine Senderliste hinterlegt.
Das zeige ich euch jetzt mal, wie wir das verstellen können, denn wir haben ja mit Sicherheit auch Zuschauer aus der Schweiz, vielleicht auch aus England, aus Frankreich, alle verschiedenen Länder. Das Ganze ist deshalb wichtig, weil nicht alle Sender eben wie die deutschen Sender auf Astra 1 zu finden sind, sondern es gibt Länder, die haben verschiedene Sender auch auf verschiedenen Satelliten. Und durch diese vorprogrammierte Senderauswahl je Land kann ich da sehr viel einfacher zwischen den Programmen auch auf verschiedenen Satelliten hin und her schalten. Und ich zeige euch jetzt, was ihr dafür tun müsst. Wir gehen einmal in das Menü und dann gehen wir auf den Button Konfiguration. Ihr schaltet hier immer um mit den Pfeilen hoch runter, wie ihr das auch vom Computer kennt. Und Enter. Und dann gehen wir auf die nächste Seite zu dem Punkt Erstinstallation, dann mit dem Pfeil nach rechts. Und jetzt seht ihr hier Deutsch und Deutschland. Die Sprache interessiert uns erstmal nicht, wir verstellen nur das Land. Und jetzt könnt ihr einfach mit der Pfeiltaste euch das nächste Land suchen, was ihr auswählen möchtet. Hier haben wir die Schweiz, dann machen wir wieder OK. Und ihr seht oben verschiedene Satelliten, die angezeigt werden. Wir müssen ein zweites Mal OK sagen, um das Ganze zu starten. Und dann kommt jetzt die Frage, ob wir die vorinstallierten Sender uns anschauen wollen. Das wollen wir. Wir gehen auf das Ja mit Pfeil nach unten, wenn das grün hinterlegt ist, und gehen wieder auf OK. Bestätigen das Ganze und jetzt dauert das einen kleinen Moment, weil jetzt unsere SAT-Anlage die gewünschten Satelliten erstmal ansteuert. In der Schweizer Senderliste sind zum Teil deutsche Sender, sind italienische Sender, sind französische Sender. Da die Schweiz eben ein schönes multikulturelles Land ist, verschiedene Sprachteile hat und da eben für jeden Schweizer etwas dabei sein soll. Das erste, was wir jetzt hier sehen auf dem Bildschirm, kein CI-Modul, weil der erste Sender in dieser Liste eben einer der verschlüsselten Sender ist. Dazu braucht man eben, wie in Deutschland zum Beispiel, eine Karte für Sky, haben eben die ganzen, also die Schweizer und auch in anderen Ländern ihre speziellen Entschlüsselungskarten, die man dann eben in den Fernseher einstecken muss, um das Programm zu empfangen. Wir haben einmal einen deutschen Sender, den finden wir unter Nummer 8 einprogrammiert. Das ist wieder das erste Programm. Und wenn ihr auf den Bildschirm schaut, seht ihr, dass da unten links jetzt Astra kurz stand, also ein Sender, der auf dem Astra-Satelliten Astra 1 liegt. Unter der 233 gibt es einen italienischen News-Sender, der auch frei empfangbar ist. Und ihr seht unten links, da steht jetzt Hotbird. Es dauert einen kleinen Moment. Aber ihr müsst also nicht an dem Satellitenkästchen irgendwas verstellen, sondern einfach durch Wahl des anderen Senders, der hier für diese Länderliste einprogrammiert ist, könnt ihr von einem Satellit zum anderen switchen. Finde ich sehr praktisch. Was jetzt noch unpraktisch ist, ich muss mir irgendeine Liste schreiben, die hier neben mir auf dem Sofa liegt mit den ganzen Sendernummern. Ihr könnt euch, wie zu Hause auch, eine Favoritenliste in euren Fernseher einprogrammieren. Da müsst ihr eben einmal durchgucken, was sind da alles für Sender, welche will ich mir anschauen. Und das zeige ich euch jetzt, wie ihr euch eure eigene Sender-Favoritenliste zusammenstellt. Wir gehen dazu wieder auf unsere Menütaste. Diesmal gehen wir in den Bereich Sendersuche, das ist gleich unser erstes Kästchen. Und dann gehen wir zu Programme bearbeiten. Jetzt kommt meine Liste von Sendern. Rechts und blau unterlegt ist der Sender, bei dem ich gerade bin, dieses Euronews Italia. Und da gehe ich jetzt einfach auf den kleinen Button, wo Favorit steht. Und jetzt seht ihr ein Herzchen neben diesem Sender in eurem Fernseher. Könnt auf Exit gehen und jetzt ist er schon mal in meiner Favoritenliste drin. Jetzt gehe ich nochmal zurück auf meine Tagesschau-Programm, auf das erste, das war unter der Nummer 8. Ich warte kurz, weil jetzt muss er ja auch einmal den Sender wieder verstellen. Das dauert immer ein kleines bisschen, aber es geht natürlich recht fix. Denn die Satellitenanlage hat ja schon gespeichert, diese 2 Positionen für die beiden Satelliten, die wir hier haben. Jetzt mache ich wieder das Gleiche. Ich muss nochmal aufs Menü, auf die Sendersuche. Dann gehe ich auf meine Programme bearbeiten. Dann habe ich hier wieder das erste, gleich blau hinterlegt. Tippe einmal auf das Favoritenschalter, habe mein Herzchen, gehe wieder raus.
Und um das Ganze mal zu kontrollieren, gehe ich jetzt, während das normale Programm läuft, auf die Favoritenleiste und jetzt sehe ich eben meine 2 Programme und das könnt ihr euch jetzt Stück für Stück füllen und habt eben nicht diese lange Senderliste mit zum Teil 500 verschiedenen Programmen, wo ganz viel dabei ist, was ich mir eh nicht anschauen kann, weil ich vielleicht kein Entschlüsselungsmodul habe oder mich einfach nicht interessiert. Ich kann natürlich jetzt auch mit der Fernbedienung die Satellitenschüssel wieder runterfahren. Einfach auf Park drücken. Das entspricht dem Park, was wir ja auch in dem weißen Kästchen haben. Und jetzt seht ihr Antenne off. Er fährt jetzt die Satellitenschüssel runter. Ich denke, das ist eine schöne Hilfestellung, dass man einfach ein bisschen mal sieht, was man mit unserer Sat- und Fernsehanlage machen kann, wie man es für sich selber bequemer machen kann. Und dann sind wir für heute schon wieder fertig. Beim nächsten Mal zeigen wir noch ein bisschen mehr Funktionen der Anlage. Ich freue mich und bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!